Kann man wirklich in 90 Tagen fließend Deutsch sprechen? Oder ist das nur ein Mythos? Die kurze Antwort: Ja, mit dem richtigen Plan und etwas Disziplin ist es absolut möglich, nach 90 Tagen schon erstaunlich flüssig zu sprechen. In diesem Podcast zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das schaffst. Vielleicht lernst du schon seit ein paar Monaten und hast trotzdem das Gefühl, nicht wirklich frei sprechen zu können. Das ist ganz normal. Vielen geht es genauso. Aber keine Sorge, es liegt nicht an dir, sondern an der Methode. Wenn du weißt, wie du lernst, verändert sich alles. Und du wirst sehen, mit dem richtigen System geht es schneller, als du denkst. Heute zeige ich dir, wie du in 3 Monaten dein Deutsch auf das nächste Level bringst. Klar, praktisch und mit Spaß. Und das Beste ist, dass du diesen Plan befolgen kannst, egal auf welchem Level dein Deutsch ist. Okay, du willst wissen, wie das geht? Wie man in nur 90 Tagen wirklich flüssiger sprechen kann? Genau das habe ich mich auch gefragt. Ich wollte wissen, ob es wirklich möglich ist oder ob das alles nur leere Versprechen sind. Auch habe ich angefangen zu testen, zu lesen, auszuprobieren. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, ja, es funktioniert, aber nur, wenn man ein System hat. Kein Zufall, kein Chaos, sondern einen klaren Plan, der Schritt für Schritt aufeinander aufbaut. Ich wollte etwas schaffen, das nicht nur in der Theorie gut klingt, sondern im echten Leben funktioniert. Kein stundenlanges Grammatikbüffeln, kein Stress, sondern ein Weg, der motiviert und Spaß macht. Und genau daraus ist mein 90-Tage-Plan entstanden. Ein Konzept, das ich selbst so nutzen würde. Realistisch, machbar, effektiv. Ich weiß, wie es ist, wenn man motiviert startet und dann stecken bleibt. Deshalb ist dieser Plan so aufgebaut, dass du immer Fortschritte siehst, jeden Tag ein bisschen. Phase 1: die Grundlagen. In der ersten Phase geht es darum, ein stabiles Fundament zu schaffen. Ganz egal, auf welchem Niveau du gerade bist. Auch wenn du schon länger lernst, lohnt es sich, hier noch einmal bewusst die Basis zu festigen. Denn alles, was danach kommt, baut genau darauf auf. In dieser Phase geht es um 3 Dinge: Wortschatz, Aussprache und Grammatik. Die Grundpfeiler für flüssiges Sprechen. Fangen wir mit dem Wortschatz an. Du kannst nur sprechen, was du kennst. Deshalb such dir jeden Tag etwa 10 neue Wörter aus, die zu deinem Leben passen. Kein Vokabelchaos, sondern Wörter, die du wirklich brauchst. Dinge aus deinem Alltag, deinem Beruf, deinen Hobbys. Schreib sie auf, nutze sie in einfachen Sätzen und wiederhol sie regelmäßig. Es ist besser, wenige Wörter aktiv zu benutzen, als Hunderte nur zu kennen. Ein kleiner Tipp: Häng neue Wörter sichtbar auf, am Spiegel, Kühlschrank oder Laptop. So begegnen sie dir ständig und du lernst ganz nebenbei. Dann kommt die Aussprache. Sprich laut. Auch wenn es sich komisch anfühlt, das ist der Schlüssel. Du kannst kurze Texte laut nachsprechen, Podcasts oder YouTube-Videos imitieren oder sogenannte Shadowing-Übungen machen. Du hörst und sprichst gleichzeitig nach. Dabei trainierst du nicht nur deinen Mund, sondern auch dein Ohr.
So entsteht das Gefühl für Klang und Rhythmus. Und schließlich die Grammatik. Kein trockenes Pauken, sondern gezieltes Üben. Fang mit den Grundlagen an: Präsens, Personalpronomen, einfache Satzstellung. Lies kurze Sätze, schreib sie um, verändere sie. So verstehst du, wie Sprache funktioniert. Mach dir keinen Druck, alles perfekt zu können. Es reicht, wenn du Schritt für Schritt sicherer wirst. In Phase 1 lernst du also, Deutsch zu verstehen, zu hören und selbst einfache Gedanken auszudrücken. Du legst die Basis, ruhig, strukturiert und machbar. Und du wirst merken, schon nach ein paar Wochen klingen deine Sätze natürlicher und du sprichst mit mehr Selbstvertrauen. Phase 2: Deutsch in den Alltag holen. In Phase 2 geht es darum, Deutsch wirklich zu leben. Jetzt verlässt du den Lernmodus und bringst die Sprache in deinen Alltag, Schritt für Schritt, ganz natürlich. Egal, ob du auf A2, B1 oder B2 bist, diese Phase funktioniert für jedes Niveau, weil sie sich an dein Leben anpasst. Je mehr Deutsch dich im Alltag umgibt, desto leichter lernst du. Fang klein an. Stell dein Handy oder deine Lieblings-Apps auf Deutsch um, schreib Einkaufslisten und Notizen in der Sprache. Wenn du Serien schaust, wähle deutsche Untertitel. Wenn du Musik hörst, such dir deutsche Songs und achte auf den Text. All das ist kein Extra-Lernen, sondern Teil deines normalen Tages. So saugst du Deutsch auf, ohne dich zu überfordern. Versuch außerdem, Deutsch zu denken. Wenn du morgens aufstehst, sag dir innerlich: Ich mache Kaffee, ich gehe duschen, ich gehe zur Arbeit. Es klingt banal, aber genau so trainierst du dein Gehirn, die Sprache automatisch zu benutzen. Wenn du Gelegenheit hast zu sprechen, nutze sie. Bestell auf Deutsch im Café, sag Hallo im Supermarkt oder schreib ein paar Nachrichten auf Deutsch. Es geht nicht darum, fehlerfrei zu sein, sondern darum, aktiv zu bleiben. Auch kurze, einfache Sätze zählen. Wichtig ist die Regelmäßigkeit. Lieber jeden Tag ein bisschen, als einmal pro Woche zu viel. Deutsch sollte ein natürlicher Teil deines Lebens werden. Beim Frühstück, im Bus, beim Spaziergang. Du kannst Podcasts hören, YouTube-Videos schauen oder Artikel lesen, die dich interessieren. Wähl Themen, die dir Spaß machen, damit du gerne dran bleibst. Mit der Zeit wirst du merken, dass du Wörter erkennst, ohne sie nachzuschlagen, und dass du immer häufiger automatisch auf Deutsch denkst. Das ist das Ziel dieser Phase. Deutsch nicht nur lernen, sondern leben. Phase 3: Freier sprechen. In Phase 3 geht es ums Reden, frei, spontan und ohne Angst. Jetzt ist der Moment gekommen, in dem du alles, was du gelernt hast, aktiv anwendest. Ganz egal, ob du auf A2, B1 oder B2 bist. Du kannst auf deinem Niveau sprechen. Es geht nicht darum, perfekte Grammatik zu zeigen, sondern dich verständlich zu machen und dich wohl dabei zu fühlen. In dieser Phase übst du echtes Sprechen, mit anderen, mit dir selbst, laut
oder leise. Such dir jede Gelegenheit, um Deutsch zu benutzen. Im Gespräch mit Freunden, in einem Online-Tandem, im Sprachkurs oder einfach beim Smalltalk mit einem Nachbarn. Wenn du niemanden zum Sprechen hast, sprich mit dir selbst. Erzähl, was du heute gemacht hast, was du planst oder was du denkst. Das mag am Anfang seltsam wirken, ist aber eine der effektivsten Übungen überhaupt. Auch Rollenspiele helfen enorm. Stell dir vor, du bist im Restaurant, im Büro oder auf Reisen. Was würdest du sagen? Wie würdest du reagieren? Je öfter du solche Situationen übst, desto natürlicher wird dein Deutsch. Wichtig ist, dass du Fehler zulässt. Versuch nicht, jedes Wort zu kontrollieren. Sprich, auch wenn du unsicher bist. Mit jedem Satz gewinnst du mehr Sicherheit. Höre dir selbst zu und sei stolz, dass du dich traust. Wenn du magst, kannst du dich beim Sprechen aufnehmen. So merkst du, wie du klingst und kannst gezielt an deiner Aussprache oder am Satzfluss arbeiten. In Phase 3 geht es um echtes, lebendiges Deutsch. Du lernst zu reagieren, statt zu übersetzen, und du merkst, dass du immer freier wirst. Nach diesen 90 Tagen wirst du nicht perfekt sein, aber du wirst flüssig sprechen können, natürlich, selbstbewusst und mit Freude. Genau das ist das Ziel. Nach dem Plan kommt oft der schwierigste Teil: das Dranbleiben. Viele starten motiviert, aber nach ein paar Tagen kommen Zweifel. Vielleicht denkst du, ich habe keine Zeit. Oder ich mache so viele Fehler, das bringt doch nichts. Das ist völlig normal. Jeder, der eine neue Sprache lernt, erlebt solche Phasen. Wichtig ist nur, dass du erkennst, was wirklich hinter diesen Gedanken steckt und dass du sie nicht zu ernst nimmst. Die erste Stolperfalle ist der Gedanke, du müsstest perfekt sein. Viele blockieren sich, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Aber Perfektion ist nicht das Ziel. Kommunikation ist das Ziel. Du lernst sprechen, indem du sprichst, nicht indem du wartest, bis du fehlerfrei bist. Die zweite Stolperfalle ist Zeit. Ich habe keinen ganzen Abend zum Lernen. Musst du auch nicht. 20 Minuten am Tag sind genug, wenn du sie klug nutzt. Der Trick ist, kleine Gewohnheiten zu schaffen. Hör beim Frühstück kurz Deutsch, schreib mittags 2 Sätze, wiederhole abends Wörter. Kleine Schritte, große Wirkung. Die dritte Stolperfalle ist Selbstzweifel. Vielleicht denkst du, du hättest kein Talent oder wärst zu alt. Aber das stimmt nicht. Sprachenlernen ist keine Frage des Talents, sondern der Routine. Jeder kann Fortschritte machen, wenn er dranbleibt. Und das Schöne ist, dein Gehirn liebt Wiederholungen. Je öfter du dich mit Deutsch umgibst, desto natürlicher wird es. Die 4. Stolperfalle ist Vergleich. Du siehst andere, die scheinbar schneller lernen, und fühlst dich schlecht. Aber jeder hat ein anderes Tempo, ein anderes Leben, andere Prioritäten. Du musst niemanden überholen, du musst nur weitermachen. Dein Fortschritt zählt. Es wird Tage geben, an denen du keine Lust hast oder dich überfordert fühlst. Das gehört dazu. Dann mach einfach weniger, aber hör nicht ganz auf. Konstanz schlägt Intensität.
Und genau so wirst du fließend, langsam, echt und nachhaltig. Am Anfang warst du vielleicht skeptisch. 90 Tage fließend Deutsch? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber jetzt weißt du, es ist machbar. Kein Zauber, kein Geheimnis, nur ein klarer Plan, tägliche Schritte und ein bisschen Disziplin. Natürlich wird es nicht immer leicht. Es gibt Tage, an denen du müde bist, keine Lust hast oder denkst, du kommst nicht weiter. Das ist normal. Wichtig ist nur, dass du weitermachst. Jeder kleine Moment zählt. Jeder Satz, den du heute sprichst, bringt dich näher an dein Ziel. Stell dir vor, du sitzt in einem Café, unterhältst dich locker auf Deutsch, lachst, verstehst Witze, Lieder, Filme, ohne zu übersetzen. Das ist kein Traum, das ist dein Zukunftsbild. Und du kannst es schaffen, Schritt für Schritt. Du bist nicht allein auf diesem Weg. Es gibt so viele, die gerade das Gleiche tun wie du. Lernen, zweifeln, weitermachen. Deshalb lade ich dich ein. Mach mit bei unserer 90-Tage-Deutsch-Challenge. Teile deinen Fortschritt, erzähl, was funktioniert und motiviere andere mit deiner Geschichte. Gemeinsam geht es leichter und zusammen bleibt man dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, abonniere ihn, damit du keine Folge verpasst. Lass gern einen Kommentar da und erzähl mir, was deine größte Herausforderung beim Deutschlernen ist. Ich freue mich, von dir zu hören. Also bleib dran, glaub an dich und hab Spaß am Lernen. Dein Deutsch kann sich in nur 3 Monaten komplett verändern. Du musst nur anfangen. Danke, dass du heute dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen.